Vielen Dank, Leute, fürs Ausprobieren des Beacon-Prototyps. Wie es genau funktioniert, zeigen wir euch in den nächsten paar Minuten. Wenn alles geklappt hat, dann solltet ihr diese Lootbox jetzt in eurer Hand haben. In der Box findet ihr neben dem Beacon auch die Halterung, von uns Sockel genannt, inklusive dem Band zur Befestigung. An der Seite findet ihr die Micro-USB-Ladebuchse als auch den Ein- und Ausschalter. Den dürft ihr jetzt direkt mal betätigen. Nach einer kurzen Bootsequenz blinkt der Beacon für ein paar Sekunden gelb. Wenn ihr den Beacon in dieser Zeit schüttelt, führt er ein Verbindungsreset aus und leuchtet daraufhin für ein paar Sekunden rot auf. Dabei wird die bestehende Verbindung zum PC gelöscht. Ihr könnt den Beacon anschließend mit einem neuen Gerät verbinden. Jedes Mal, wenn ihr den Beacon mit einem anderen PC verbindet, müsst ihr zuvor einen solchen Verbindungsreset durchführen. Außerdem eignet sich diese Funktion auch als Hotfix, sollten einmal unerwartete Probleme auftreten. Sobald der Beacon grün leuchtet, ist er bereit, sich mit dem PC zu verbinden. Klar, dazu muss Bluetooth an eurem PC aktiviert sein. In der Geräteliste solltet ihr den Beacon finden. Klickt auf das Symbol, um ihn zu koppeln. Sollte der Beacon einmal nicht aufgeführt sein, versucht es noch einmal mit einem Verbindungsreset. Ist der Beacon gekoppelt, vibriert er kurz und leuchtet anschließend blau auf. It's a blue light. What does it do? Turns blue. I see. Mit einem Doppelklick auf die Beacon Control Echse öffnet ihr die Konfigurationssoftware. Ihr könnt diese jetzt im Autostart hinzufügen, müsst das aber nicht. In der Software könnt ihr jetzt zwischen zwei Achsen wählen, nämlich Pitch und Roll. Durch einen Klick auf die grünen Kästchen lässt sich nun das Mapping anpassen. Ihr könnt über das Auswahlmenü eine Taste zuweisen. Außerdem könnt ihr durch Veränderung des Start- und Endpunkts die Sensibilität des Beacon einstellen. Alternativ könnt ihr das Kästchen auch nach links und rechts ziehen und so Start- und Endpunkt einfach festlegen. Start und Endpunkt sind dabei nichts anderes als Neigungswinkel. Überschreitet ihr den Startpunkt, wird ein Key-Down-Event ausgelöst. Die Taste wird gedrückt. Der Endpunkt wiederum steht für das Key-Up-Event. Die Taste wird wieder losgelassen. Innerhalb dieser Range bleibt die Taste gedrückt. Ihr könnt frei entscheiden, welche Achsen ihr mit wie vielen Keys belegt. Durch einen Klick auf den Upload Configuration Button wird die Konfiguration nun an den Beacon gesendet. Achtet bitte darauf, dass ihr während dieser Zeit nicht aus dem Datentransferfenster rausklickt oder euer Keyboard benutzt. Nun könnt ihr die Konfiguration im Testfeld ausprobieren. Bewegt ihr den Beacon auf der Pitch- oder Roll-Achse, werden jetzt die zugewiesenen Tasten ausgelöst. Gefällt euch eine Einstellung, könnt ihr sie mit Klick auf Save As speichern und ihr einen Namen geben. Neben einzelnen Tasten könnt ihr auch ganze Tastenfolgen der Bewegung auf einer Achse zuordnen. Durch Einstellen der Start- und Endpunkte bestimmt ihr wieder, wann die Tastenevents ausgelöst werden und legt damit fest, in welcher Reihenfolge die Keys gesendet werden. Diese Tastenfolgen oder Kombos lassen sich jetzt komplett auslösen oder alternativ an jeder beliebigen Stelle unterbrechen, je nachdem wie eure Konfiguration aussieht. Sollte dem Beacon jeder Saft ausgehen, kündigt ihr das mit einem roten Blinken an. Den Akkustand könnt ihr jederzeit über den Read-Button abfragen. Wenn eure Pizza fertig ist oder der Postbote mal wieder zweimal klingelt, könnt ihr über eine frei wählbare Taste den Beacon in den Pausemodus versetzen. Er löst nun keine Tasten mehr aus. Habt ihr die Halterung erfolgreich am Fuß befestigt, sollte das nun in etwa so aussehen. Der Beacon lässt sich jetzt einfach in den Sockel einsetzen. Ein Magnet hält ihn fest an seinem Platz.
Ein Verrutschen oder gar Herausfallen sollte im klassischen Spielbetrieb jetzt nicht mehr möglich sein. Gespeicherte Profile können durch Klick auf den Profilnamen ausgewählt und anschließend auf den Beacon geladen werden. Durch erneutes Drücken der Pause-Taste holt ihr den Beacon aus dem Pause-Modus zurück. Er führt anschließend eine Nullpunkt-Kalibrierung aus, angezeigt durch kurze Vibration und ein violettes Leuchten. Dabei definiert der Beacon diese Position als neue Ausgangsposition und interpretiert nun alle Bewegungen in Relation zu diesem neuen Nullpunkt. Mittels einfacher Bewegungen auf der Pitch- oder Roll-Achse könnt ihr jetzt ohne viel Aufwand die zugewiesenen Tasten auslösen. Übertriebenes Zappeln oder Treten ist dabei nicht notwendig und führt tendenziell sogar eher zu einer unkontrollierten Eingabe, ähnlich einem Face Roll über euer Keyboard. Nun, da ihr wisst, wie es funktioniert, sind wir bereit fürs Spiel. Dazu wählen wir fix das passende Profil aus und laden es auf den Beacon. In unserem Fall hier lassen wir Junkrat in Overwatch springen, nachladen und seine Fähigkeiten auslösen. In Abhängigkeit von Spiel und Konfiguration könnt ihr nun mittels einfacher Bewegungen alle möglichen Fähigkeiten auslösen. Und das zusätzlich zu Maus und Tastatur. Wir freuen uns über euer Feedback und wünschen euch viel Spaß beim Rumprobieren. Wir sind gespannt, wie es euch gefällt.